Wir sind schon zum ersten Einsatz unterwegs hier. Wir wurden hier als Verstärkungstruppe gerufen. Kollegen sind schon vor Ort. Was ist hier los? Ein roter Punkt habe ich hier auf der Karte. Da scheint hier einer flüchtig zu sein. In der Tat. Da ist ein Typ auf der Flucht. Alter, und schon voll in den Mast rein. Das geht doch nicht. So wie sich's gehört. Ja, wir sind heute zu viert unterwegs, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und jetzt schalten wir mal diesen Typ aus. Oder mal, zumindest mal. Ah, der hat hier Waffe. Ach du schon. Schnell weg. Kollegen, ausschwärmen. Wir haben auch Waffen. Und zwar Maschinengewehre. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ah, die Kollegen müssen natürlich wieder ballern. Stehen bleiben, Waffe fallen lassen. Und der LKW überfährt ihn jetzt gleich. Waffe fallen lassen. Ja, da ist noch ein bisschen Werbung in eigener Sache hier. Sie können auch weiterfahren. Nein, Sie müssen nicht aussteigen. So, lass mal weg. Sie können weiterfahren, ja. Ich hoffe, der überfährt ihn jetzt nicht. Nein, fahr doch weiter. Okay, wir nehmen ihn erstmal. Ah, jetzt ist er ausgestiegen. Das gibt's doch nicht! Ich brauche doch nichts von Ihnen. Wir nehmen erstmal den jungen Mann hier fest, der hier geflüchtet ist. Kann der Busfahrer, sagt schon, der LKW-Fahrer hier mit meinem Logo wieder wegfahren. Den untersuchen wir doch schnell. So, der Kollege wird erstmal untersucht. Ja, ein paar Drogen hat er dabei und ein Teppichmesser. Ja, das haben wir natürlich alles schon abgenommen. So, nun zu Ihnen. Sie dürfen natürlich wieder weiterfahren mit Ihrem großen LKW. Gut. Die Jungs, da haben wir 2 Glatzköpfe am Start. Wir fahren wieder weiter. Der Einsatz war erfolgreich. Am Morgen früh ist noch nicht so viel los, wollte ich gerade sagen. Und da kommt schon der nächste Einsatz rein. Wir fahren natürlich hin. Wir gehen mal hier in Deckung bei der Mauer. Und dann schnappen wir unsere MPs. Dann schauen wir mal, da drüben steht einer. Oh Gott. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen. Meine Kollegen schon wieder. Ja. Typische... Ja, genau, hör auf zu schießen. Waffe fallen lassen jetzt, sofort. Oh, unglaublich. Die Jungs immer am Ballern. Aber das ist bei der Chaos-Truppe normal. Genau. So, der hat hier Alkohol am Start. Der wird jetzt erstmal von mir ordentlich verhaftet, der Clownsmann hier. Machen wir gerade mal einen Alkoholtest von meinen Kollegen. Ja, der hat hier ordentlich einen über den Durst getrunken. Wir werden hier noch kurz durchsuchen, ob er noch irgendwelche anderen Waffen dabei hat. Nee, nur ein paar Drogen hat er dabei. Okay. Da werden sie erstmal eingebuchtet von uns. Und dann ist er wieder vorbei und wir haben, glaube ich, schon Einsatz angenommen. Versuchter Autodiebstahl am Start hier. Geht schon wieder ab am Morgen früh und... Oh, meine Scheibe ist auch schon durchleert. So, Kollegen, einmal einsteigen. Aufrücken. Gut, wir fahren zum versuchten Autodiebstahl. Alles in der Nähe hier, sehr zentral. Aus dem Weg. Ja, was wird der Typ da sein? Hände hoch. Da wird erstmal ordentlich zu Boden getasert. Okay, ein paar Kollegen sind auch am Start hier. Das war wohl nichts mit dem Autoklau. Da haben sie ein paar Nachbarn gesehen. Ah, Mann, ey. So, da können wir mal fragen. Was haben sie denn vorgehabt hier? Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, sagt er. Okay. Wir werden sie mal durchsuchen müssen, ob sie irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich haben. Eine Waffe hat dann am Start. Der Kollege wird jetzt mal abgeführt. Sprachenlernen Bubble. Antonio Mercado wird jetzt ins Gefängnis kommen. Das Auto hat er, glaube ich, das hat er kaputt gemacht. Das müssen wir natürlich der Versicherung melden. Die sollen sich das mal anschauen kommen. Einiges los schon am Morgen. Antonio wird jetzt abgeholt. Ja, von einer netten Dame wird abgeholt. Nice. Wir fahren mal weiter. In diese Richtung, würde ich sagen. Okay, wir haben einen 415. Person need an assistance. Ach du Schande. Ja, okay, da fahren wir mal hin. In Pacific Bluffs. So, was haben wir hier? Ich glaube, da holen wir schon mal die Handfeuerwaffe raus. Kollegen, aufpassen. Okay, da ist ein Typ. Hallo? Okay, da hat irgendeiner vor seiner Einfahrt geparkt. Anzeige ist raus! Ja, sehen wir. Oder ist niemand mehr da? Okay. Ja, er weiß nicht, was er tun soll. Okay. Ja, ich würde sagen, wir schleppen das Ding mal ab. Wir können noch schauen, wem das Ding gehört. Ding 40 somit. Kennzeichen
4, 6, Emil, Kaiser, 5, 7, 2. Okay. Einen Verkehrsverstoß. Mit Vorsicht fortfahren. Das Ding hat keine Versierung mehr. Ja, da hat es einfach abgestellt und hat wahrscheinlich den Wagen sich selbst überlassen, so wie es ausschaut. Da ist ja kein Besitzer mehr angemeldet hier. Ja, dann lassen wir das abschleppen und der Abschleppdienst darf es dann behalten. Dann könnt ihr wieder nach Hause fahren oder halt rausfahren. Alles wieder in Ordnung. Auto ist abgeschleppt, wir fahren wieder weiter. So, da wurde ein Polizist unter Beschuss gemeldet hier. Da vorne. Da ist schon eine Schießerei im Gange. Alter, wer schießt denn da? Ja, ich springe erstmal raus. Der Profi, Digga! Der Profi! Okay, das war wieder eine nice Aktion. Aber sie haben den Typen schon erledigt. Wir haben einen nice Abgang gemacht. Oder beziehungsweise verletzt. Ich hole mal eine Rettungseinheit. Vielleicht können wir den Typ noch durchsuchen. Ja, eine Granate hat er dabei gehabt. Aber was jetzt sein Motiv war, keine Ahnung. Mark Göring hat er geheißen. So, jetzt Zwillingsbrüder hier. Wo gehen die Kollegen hin? Da sind wir. Oh, ich bekomme erstmal ein Paketchen wegen dem Sturz von vorhin. Ja, dann schauen wir mal. Die Kollegen hier noch was machen können. Haben sie einfach gar weggeballert und die Polizisten sind schon weggefahren. Ja, alles musst du selber machen hier. Ja, sieht schlecht aus. Die beiden haben nur den Tod feststellen können. Und dann wird er mal eine Plastiktüte bekommen von unserem Gerichtsmediziner. Wir haben den ersten Toten zu beklagen hier. Gut, Verkehr wird wieder freigegeben. Wir haben hier ein Public Disorder, also eine öffentliche Störung. Ich hoffe, wir haben hier kein Nakidai beklagen. Das sieht nämlich YouTube nicht so gerne. Aber das wird schon. Dann schauen wir mal, ob hier was hier für ein Ruhestörer unterwegs ist. Oh ja, eine Dame am Tanzen. Oh, und jetzt haut sie ab. Bleiben Sie stehen. Sie haben Ihr Handtuch vergessen. Hallo, stehen bleiben. Okay. Wir holen mal eine zusätzliche Verstärkung dazu. Sollen sich die Dame mal schnappen. Ja, es läuft so noch in meine Richtung. Wir dürfen ja keine Brüste zeigen. So geht's wieder. Ein gezielter Schlag hier in den Hinterkopf. So, hinterm Baum ist gut. Also sie läuft immer noch weiter. Der Polizist hat sie zwar geschlagen. Wir schauen das mal von weitem an. Okay, jetzt wurde sie getasert. Immer schön Brüste zu uns. So, sie liegt am Boden. Jetzt nehmen wir schnell den Hinterweg. Gut, danke Kollegen. So, die Waffe können wir erstmal versorgen. So, die junge Dame schauen wir natürlich nur von hinten an. Aber da machen wir nicht lange rum. Die kriegt jetzt einen Transport. Da können Sie den mal mitnehmen, Kollege. Gut. Die Nakidai-Frau hier wieder am Start. Wird jetzt erstmal abgeführt. Kollegen einsteigen, es geht weiter. Okay, wir haben hier eine Aggressive Panhandling in Vespucci. Also am Strand wahrscheinlich. Dann fahren wir halt schön runter. Schauen uns das einmal an. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Okay. Die hat hier ein paar Leute gesehen. Die hat hier was beobachtet, dass hier ein Überfall war. Wir müssen natürlich die Zielperson jetzt finden. Die hat hier was beobachtet, einen Banküberfall oder sowas. Oder einen Raub. Einsteigen jetzt, Kollegen. Täter ist auf der Flucht. So, dann schauen wir mal nach hier. Der da. Okay, der nimmt es mal ganz gelassen. Ich hab gar nichts gemacht. Hände hoch. Schön am Boden legen. Wir werden mal Handschellen bekommen. Sie werden hier verdächtigt, einen Überfall begangen zu haben oder was gestohlen zu haben. Gut, dann werden wir mal durchsuchen. Vielleicht finden wir was er gestohlen hat. Ja, eine Tasche voll Marihuana und PCP. Ja, da hat er was verkauft. Elmo Green, der Name ist hier Programm. Sie werden mal auf die Zentrale kommen und dann wird alles weitere besprochen. Ja Leute, falls euch das kleine Video wieder gefallen hat mit der Chaos-Truppe, könnt ihr natürlich gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche noch einen schönen Tag hier. Haut rein und tschüss.